Ich habe den Bau eingerichtet und es scheint wohlgelungen. Von außen ist eigentlich nur ein großes Loch sichtbar. Dieses wird aber in Wirklichkeit nirgends hin. Schon nach ein paar Schritten stoßt man auf natürliches, festes Gestein. Ich will mich nicht dessen rühmen, diese Lies mit Absicht ausgeführt zu haben. Es war vielmehr der Rest der vielen vergeblichen Bauversuche. Aber schließlich schien es mir vorteilhaft, dieses eine Loch unverschüttet zu lassen. Freilich, manche List ist so fein, dass sie sich selbst umbringt. Das weiß ich besser als irgendwer sonst. Doch verkennt mich, wer glaubt, dass ich feige bin und nur aus Feigheit meinen Bau anlege. Wohl 1000 Schritte von diesem Loch entfernt, von einer absehbaren Moosschicht verdeckt, liegt der eigentliche Zugang zum Bau. Er ist so gesichert, wie eben auf der Welt etwas gesichert werden kann. Freilich, es kann jemand auf das Moos treten oder hineinstoßen, dann liegt mein Bau frei da. Und wer Lust hat, allerdings sind wohlgemerkt auch nicht allzu häufige Fähigkeiten dazu nötig, kann eindringen und für immer alles zerstören. Das weiß ich wohl. Und mein Leben hat selbst jetzt auf seinem Höhepunkt kaum eine völlig ruhige Stunde. Dort,
An jene Stelle im dunklen Moos bin ich sterblich. Und in meinen Träumen schnuppert dort oft eine lüsterne Schnauze unaufhörlich herum. Ich hätte, wird man meinen, auch wirklich dieses Eingangsloch zuschütten können. Oben mit dünner und fester Schicht, weiter unten mit lockerer Erde, so dass es mir immer nur wenig Mühe gegeben hätte, mir immer wieder von neuem den Ausgang zu erarbeiten. Es ist aber nicht möglich. Gerade die Vorsicht verlangt, dass ich eine sofortige Auslaufmöglichkeit habe. Gerade die Vorsicht verlangt, wie leider so oft das Risiko des Lebens. Ich lebe im Innersten meines Hauses, in Frieden. Und inzwischen bohrt sich langsam und still der Gegner von irgendwoher an mich heran. Ich will nicht sagen, dass er besseren Spürsinn hat als ich. Vielleicht weiß er genauso wenig von mir wie ich von ihm. Aber es gibt leidenschaftliche Räuber, die blindlings die Erde durchwühlen, und bei der ungeheuren Aussehung meines Baues haben selbst sie die Hoffnung, irgendwo auf einen meiner Wege zu stoßen. Freilich, ich habe den Vorteil, in meinem Haus zu sein, alle Wege und Richtungen genau zu kennen. Der Räuber kann sehr leicht mein Opfer werden. Und den Süßschmeckendes noch dazu. Aber ich werde alt. Es gibt viele, die kräftiger sind als ich. Und meine Gegner gibt es unzählige. Es konnte geschehen, dass ich von einem Feinde fliehe und dem anderen in die Fänge laufe. Was könnte nicht alles geschehen?
Und es sind nicht nur die äußeren Feinde, die mich bedrohen. Es gibt auch solche im Inneren der Erde. Ich habe sie noch nie gesehen, aber die Sagen erzählen von ihnen und ich glaube fest an sie. Es sind Wesen der inneren Erde. Nicht einmal die Sage kann ich beschreiben. Selbst wer ihr Opfer geworden ist, hat sie kaum gesehen. Sie kommen, man hört das Kratzen ihrer Krallen knapp unter sich in der Erde, die ihr Element ist, und schon ist man verloren. Hier gilt auch nicht, dass man in seinem Haus ist, vielmehr ist man in ihrem Haus. Von ihnen rettet mich auch jener Ausweg nicht, wie er mich ja wahrscheinlich überhaupt nicht rettet, sondern verdirbt. Aber eine Hoffnung ist er, und ich kann ohne ihn nicht leben. Das Schönste an meinem Bau ist aber seine Stille. Freilich, sie ist trügerisch. Plötzlich einmal kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende. Vorläufig ist sie aber noch da. Stundenlang kann ich durch meine Gänge schleichen und ich höre nichts. Nichts als manchmal das Rascheln irgendeines Kleintieres, das ich dann gleich auch zwischen meinen Zehen zur Ruhe bringe, oder das Rasseln der Erde, das mir die Notwendigkeit irgendeiner Ausbesserung anzeigt. Sonst ist es still. Die Waldluft weht rein, es ist gleichzeitig warm und kühl. Schön ist es für das nahende Alter, einen solchen Bau zu haben. Sich unter Dach gebracht zu haben, wenn der Herbst beginnt. Von Zeit zu Zeit wache ich auf aus tiefem Schlaf und lausche in die Stille. Lächle beruhigt und sinke mit gelösten Gliedern in noch tieferem Schlaf. Arme Wanderer, ohne Haus, auf Landstraßen, bestenfalls verkrochen in einem Blätterhaufen oder in einem Rudel der Genossen, ausgeliefert allem Verderbens des Himmels und der Erde. Ich liege hier auf einem allseits gesicherten Platz. Mehr als 50 solcher Art gibt es in meinem Bau. Und zwischen Hindämmern und bewusstlosem Schlaf vergehen mir die Stunden, die ich nach meinem Belieben dafür wähle. Dort schlafe ich den süßen Schlaf des Friedens,
des beruhigten Verlangens, des erreichten Zieles, des Hausbesitzers. Nicht ganz in der Mitte des Baues, wohl erwogen für den Fall der äußersten Gefahr, liegt der Hauptplatz. Während alles andere vielleicht mehr eine Arbeit angestrengten Verstandes als des Körpers ist dieser Burgplatz das Ergebnis aller schwersten Arbeit meines Körpers, in allen seinen Teilen. Einige Male in der Verzweiflung körperlicher Ermüdung wollte ich von allem ablassen, wälzte mich auf dem Rücken, fluchte den Bau, ließ den Bau offen daliegen. Ich könnte es ja tun, weil ich nicht mehr zu ihm zurückkehren wollte, bis ich dann nach Stunden oder Tagen reuig zurückkam. Fast einen Gesang erhoben hätte über die Unverletztheit des Baues und in aller Fröhlichkeit mit der Arbeit von neuem begann. Die Arbeit auf dem Burgplatz erschwerte sich auch unnötig dadurch, dass gerade an der Stelle, wo der Ort planmäßig sein sollte, die Erde recht locker und sandig war. Die Erde musste dort geradezu festgehammert werden, um einen großen, schön gewölbten, gerundeten Platz zu bilden. Für eine solche Arbeit habe ich aber nur die Stirn. Mit der Stirn also bin ich tausend Male, Tage und Nächte lang gegen die Erde angerannt, war glücklich, wenn ich sie mir blutig schlug, denn dies war ein Beweis der beginnenden Festigkeit der Wand. So habe ich mir auf diese Weise, wie man mir zugestehen wird, meinen Burgplatz wohl verdient. Auf diesem Burgplatz sammle ich meine Vorräte. Der Platz ist so groß, dass ihn die Vorräte für ein halbes Jahr nicht füllen. Infolgedessen kann ich sie wohl ausbreiten, zwischen ihnen herumgehen, mit ihnen spielen, mich an der Menge und an den verschiedenen Gerüchen freuen und immer einen genauen Überblick über das Vorhandene haben. Es gibt Zeiten, in denen ich so wohl versorgt bin, dass ich aus Gleichgültigkeit gegenüber dem Essen das Zeug, das hier herumhuscht, gar nicht berühre, was aus anderen Gründen vielleicht unvorsichtig ist. Es scheint mir dann manchmal gefährlich, die Verteidigung ganz auf dem Burgplatz zu basieren. Es scheint mir dann Vorsicht entsprechender, die Vorräte ein wenig zu verteilen und auch manche kleine Plätze mit ihnen zu versorgen. Jeder solche neue Plan verlangt allerdings schwere Lastträgerarbeit. Ich muss neue Berechnungen vornehmen und dann trage ich Lasten hin und her. Freilich, ich kann es in Ruhe und ohne Übereilung machen. Und es ist nicht so schlimm, die guten Dinge im Maule zu tragen. Schlimmer ist es, wenn es mir gewöhnlich beim Aufschrecken aus dem Schlaf erscheint, dass die gegenwärtige Aufteilung ganz und gar verfehlt ist. Dann eile ich.
Dann fliege ich. Dann habe ich keine Zeit für Berechnungen. Fasse willkürlich, was mir unter die Zähne kommt, schleppe, trage, seufze, stöhne, stolpere, bis allmählich mit völligem Erwachen die Ernüchterung kommt, ich die Übereilung kaum versteh, tief den Frieden meines Hauses einatme, den ich selbst gestört habe, zu meinem Schlafplatz zurückkehre und in neu gewonnener Müdigkeit sofort einschlafe. Und beim Erwachen, als unwiderleglichen Beweis der schon fast traumhaft erscheinenden Nachtarbeit, etwa noch eine Ratte an den Zähnen hängen habe. Nach solchen Zeiten pflege ich, um mich zu sammeln, den Bau zu revidieren. Und nachdem die nötigen Ausbesserungen vorgenommen sind, ihn öfters, wenn auch nur für kurze Zeit, zu verlassen. Es hat immer eine gewisse Feierlichkeit, wenn ich mich dem Ausgang nähere. Dort fing mein Bau an. Ich dürfte damals noch nicht hoffen, ihn je so beenden zu können, wie er in meinen Plänen dastand. Ich begann halb spielerisch an diesen Eckchen und so tobte sich dort die erste Arbeitsfreude in einem Labyrinth aus, dem mir damals die Krone aller Bauten schien. Hier ist der Zutritt zu meinem Haus, sagte ich damals ironisch zu den unsichtbaren Feinden und sah sie schon sämtlich in den Eingangslabyrinth ersticken. So gehe ich nur schon in die Richtung des Ausganges, glaube ich schon in die Atmosphäre einer großen Gefahr zu geraten. Mir ist, als verdünne sich mein Fell, als könnte ich bald mit bloßem kahlem Fleisch dastehen und in diesem Augenblick vom Geheul meiner Feinde begrüßt werden. Dann aber bin ich unter der Moosdecke und nur noch ein Rück des Kopfes ist nötig und ich bin in der Fremde. Dein Haus ist geschützt, in sich selber abgeschlossen. Du lebst im Frieden, warm, gut genährt, Herr, alleiniger Herr über eine Vielzahl von Gängen und Plätzen, und alles dieses willst du hoffentlich nicht opfern. Aber dann hebe ich doch vorsichtig die Falltüre und bin draußen. Aber im Freien bin ich eigentlich nicht. Zwar drücke ich mich nicht mehr durch die Gänge, sondern jage im offenen Wald, fühle in meinem Körper neue Kräfte, für die im Bau gewissermaßen kein Raum ist, nicht einmal auf dem Burgplatz, und wäre er 10-mal größer. Auch die Ernährung ist draußen eine bessere. Die Jagd zwar schwieriger, der Erfolg seltener, aber das Ergebnis in jeder Hinsicht höher zu bewerten. Das alles leugne ich nicht. Und ich verstehe es wahrzunehmen und zu genießen. Zumindest so gut wie jeder andere. Aber wahrscheinlich viel besser. Denn ich jage nicht wie ein Landstreicher aus Leichtsinn oder Verzweiflung, sondern zweckvoll und ruhig. Auch bin ich nicht dem freien Leben ausgeliefert, sondern ich weiß, dass ich meine Zeit genießen muss. Dass ich nicht endlos hier jagen kann, sondern dass mich gewissermaßen, wenn ich will und das Leben hier müde bin, er mich zu sich rufen wird. Und ich nicht werde widerstehen können. Schnell bin ich vom Eingang fortgelaufen, bald aber komme ich zurück. Ich suche mir ein gutes Versteck und belauere den Eingang meines Hauses, diesmal von außen.
Tage und Nächte lang. Man mag es töricht nennen, aber es macht mir eine unsagbare Freude und es beruhigt mich. Mir ist, als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mir selbst, während ich schlafe. Und hätte das Glück, gleichzeitig tief zu schlafen und dabei mich scharf bewachen zu können. In dieser Hinsicht, obwohl auch in anderer, aber in dieser besonders, sind diese Ausflüge wahrhaftig unentbehrlich. Manchmal frage ich mich, bin ich der gerade denkt, oder denke ich nur, dass ich gerade denke? Naja, wie auch immer. Es gibt Arbeit zu erledigen. Es ist ja so, du funktionierst, erledigst Sachen, die du erledigen musst und bist ein nützliches, berechtigtes Mitglied der Gesellschaft. Und vor allem stellst du keine Fragen. Zumindest nicht die Fragen, die die Wahrheit ans Licht bringen könnten. Sondern du läufst mit und tust so, als wärst du originell. Wenn aber der Geist sich trübt oder die Seele schwer wird oder du einfach müde bist oder wenn du, Gott bewahre, einmal krank bist oder vielleicht alt, vielleicht ein Rom, oder du einfach nicht mehr kannst, dann bist du ein Problem. Du musst funktionieren, das ist die Tatsache. Das ist etwas, was wir gelernt haben, womit wir aufgewachsen sind, was uns ausmacht. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wie es bei mir war. Naja, wie dem auch sei. Es gibt Arbeit zu erledigen. Hier gibt es viele Feinde und noch mehr Helfershelfer der Feinde. Aber sie bekämpfen sich auch gegenseitig. Nun, was ist das für eine Sicherheit, die ich hier beobachte? Haben denn meine Feinde überhaupt die richtige Witterung von mir, wenn ich nicht im Bau bin? Ich beobachte nicht, wie ich glaubte, meinen Schlaf. Vielmehr bin ich es, der schläft, während der Verderber wacht. Und ich verlasse meinen Beobachtungsposten. Und ich bin satt des Lebens im Freien. Ich habe Lust, Abschied zu nehmen von allem hier, hinabzusteigen in den Bau und niemals mehr zurückzukommen. Aber verwundert dadurch, dass ich so lange alles gesehen habe, was über dem Eingang vor sich ging,
fällt es mir jetzt sehr quälend, die Prozedur des Hinabsteigens durchzuführen. Ich versuche es zunächst in stürmischen Nächten mit hineinwerfende Beute. Das scheint zu gelingen. Aber ob es wirklich gelungen ist, wird sich erst zeigen, wenn ich hineingestiegen bin. Naja, es wird sich zeigen, aber nicht mehr mir. Oder auch mir, aber zu spät. Ich steige also nicht ein. Ein allgemeines Gesetz oder eine unfehlbare Methode des Hinabsteigens finde ich aber nicht. Es muss ja kein eigentlicher Feind sein, dem ich die Lust errege, mir zu folgen. Es könnte recht gut irgendeine beliebige kleine Unschuld, irgendein widerliches kleines Wesen sein, welches mir aus Neugierde nachgeht und ohne es zu wissen zu Führer in der Welt gegen mich wird. Aber vielleicht ist irgendjemand von meiner Art. Ein Kenner und Schätzer von Bauten. Ein Waldbruder. Ein Liebhaber des Friedens. Aber ein böser Lump, der wohnen will, ohne zu bauen. Wenn er doch jetzt käme. Wenn er doch jetzt mit seiner schmutzigen Gier den Eingang entdeckte. Wenn er doch daran zu arbeiten begänne, das Moos zu heben, so dass mir sein Hintern für einen Augenblick gerade noch so auftauchte, so dass ich ihm frei von allen Bedenken anspringen, zerbeißen, zerreißen, zerfleischen und austrinken könnte und seinen Kadaver gleich zu den anderen Beuten stopfe. Und vor allem aber, das wäre die Hauptsache, ich konnte endlich wieder in meinem Bauch. Aber es kommt niemand. Und ich bleibe auf mich allein angewiesen. Ich verliere.
hätte ich doch irgendjemanden, dem ich vertrauen könnte. Den ich auf meinen Beobachtungsposten stellen konnte, dann könnte ich wohl getrost hinabsteigen. Ich würde mit ihm, dem ich vertraue, vereinbaren, dass er die Situation bei meinem Absteigen und eine lange Zeit hinterher genau beobachtet. Und im Falle von gefährlichen Anzeichen auf die Moosdecke klopft. Sonst aber nicht. Damit wäre über mir völlig reiner Tisch gemacht. Es bliebe kein Rest. Höchstens mein Vertrauensmann. Aber wird er nicht eine Gegenleistung verlangen? Wird er nicht wenigstens den Bau ansehen wollen? Nur schon dieses jemanden freiwillig in meinen Bau zu lassen, wäre mir äußerst peinlich. Ich habe ihn für mich, nicht für Besucher gebaut. Ich glaube, ich würde ihn nicht einlassen. Selbst um den Preis, dass er es mir ermöglicht, in den Bau reinzukommen, würde ich ihn nicht einlassen. Aber ich könnte ihn auch gar nicht einlassen, denn entweder musste ich ihn allein hinablassen, und das ist doch außerhalb jeder Vorstellbarkeit, oder wir mussten gleichzeitig hinabsteigen, wodurch dann eben der Vorteil, den er bringen soll, hinter mir Beobachtungen anzustellen, verloren ginge. Und wie ist es mit dem Vertrauen? Kann ich dem, welchem ich ihm auch vertraue, noch ebenso vertrauen, wenn ich ihn nicht sehe? Es ist verhältnismäßig leicht, jemandem zu vertrauen. Wenn man ihn gleichzeitig überwacht oder wenigstens überwachen kann. Es ist vielleicht sogar möglich, jemandem aus der Ferne zu vertrauen, aber aus dem Inneren des Baues, also einer anderen Welt heraus, jemandem außerhalb völlig zu vertrauen, ich glaube, das ist unmöglich. Nein, also fasst man alles zusammen, muss ich es gar nicht beklagen, dass ich allein bin und niemanden habe, dem ich vertrauen kann. Ich verliere dadurch gewiss keinen Vorteil und erspare mir wahrscheinlich Schaden. Vertrauen aber kann ich nur mir und dem Bau. Aber der Bau ist nicht nur ein Rettungsloch. Wenn ich auf dem Burgplatz stehe, umgeben von hohen Fleischvorräten, das Gesicht zugewandt zu den 10 Gängen, die von hier ausgehen,
dann liegt mir der Gedanke an Sicherheit fern. Dann weiß ich genau, dass hier meine Burg ist. Meine Burg, die ich durch Kratzen und Beißen, Stampfen und Stoßen dem widerspenstigen Boden abgewonnen habe. Meine Burg, die auf keine Weise jemandem anderen angehören kann, die so sehr mein ist, dass ich letzten Endes hier ruhig von meinem Feind auch die tödliche Verwundung annehmen kann. Denn mein Blut versickert hier in meinem Boden und geht nicht verloren. Wie kam es nur, dass so lange Zeit alles still und glücklich verlief? Warum wurde ich so lange beschützt, um jetzt so geschreckt zu werden? Ich habe in meinem Leben immer zu viele Arbeitspausen gemacht. Ich bin so weit, dass ich Gewissheit gar nicht haben will. Niemals bin ich eroberungssüchtig oder angriffslustig gewesen. Ich habe den Bau eingerichtet und es scheint wohl gelungen. Das Schönste an meinem Bau ist aber seine Stille. Und ich habe gehofft, mich selbst irgendwo zwischen den beiden Realitäten anzutreffen. Habe ich schon erzählt, wie es ist zu warten? Warten auf das Etwas, was nur in der Hoffnung lebt. Erfüllt von tiefer Trauer und uneingeschränkter Lust zum Leben, mit ein paar Aussätzen, wo ich nicht mehr leben will, begebe ich mich auf der Suche nach Gleichgewicht und Erkenntnissen im Jetzt. Und dann warte ich. Ich warte, bis es dunkel wird, dann warte ich, bis es hell wird. Oder umgekehrt. Immer wiederkehrende und gleiche Gedanken beschäftigen mich. Und ein dauerhaftes, einnehmendes Gefühl, tief eingepflanzt in meinem inneren Wesen, lässt mich nicht los. Ich will auch gar nicht, dass es mich loslässt. Ich will auch diesem Gefühl nicht erlauben, mich loszulassen. Und ich kann es auch nicht, auch wenn ich wollte. Aber ich will nicht. Am Anfang war es Glück und unendliche Liebe, die mich erfüllte. Jetzt ist es bedingungslose Liebe und Schmerz. Ein Schmerz, der niemals nachlässt. Aber man versucht trotzdem weiter zu leben.
Nicht damit der Schmerz irgendwann aufhört, nein, sondern damit die Hoffnung anfängt zu leben. Und so grabe ich mich durch die Realitäten hindurch wie ein Tier auf der Suche nach Nahrung, Liebe, Schutz und Geborgenheit. Solange bis ich nicht mehr kann. Und dann mache ich weiter, wie ich kann. Es kann sehr lange dauern, bis ich meine Kräfte wieder erlangt und meinen Optimismus wieder gefunden habe. Dann ruhe ich mich aus. So entsteht eine unendliche Schleife dieser Ereignisse, die die Fähigkeit besitzt zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Aber das Muster bleibt bestehen. Ich mag die Vorbilder nicht.